Mein Vater hat in den 90ern mit meinem Großvater zusammen und vielen anderen Verwandten, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins unser Haus gebaut in Hessen. Und in diesem Haus bin ich groß geworden und sind die meisten meiner Geschwister auch groß geworden. Und als ich 11 war, sind wir da ausgezogen. Und bis zum Auszug wurde dieser eine Raum im Haus nie fertig. Der musste sogar kurz vor dem Umzug noch renoviert bzw. überhaupt erst fertiggestellt werden. Und in diesem Raum gab es alles. Da war Zeug drin, das wir nicht mehr brauchten. Da waren Dinge drin, die zu schade waren zum Wegschmeißen. Aber man hat sie auch nicht wirklich gebraucht. Und unter anderem waren dort drin ganz, ganz viele Kleidersäcke. Und das waren abgelegte Klamotten von Cousinen und Cousins und Kleiderspenden, wie auch immer. Wir sind eine sehr große Familie und haben nie viel Geld gehabt und dementsprechend haben wir viel von so Kleiderspenden auch gelebt. Und ich habe ganz, ganz viel Zeit in meiner Kindheit in diesem Raum verbracht und habe durch diese Säcke gewühlt. Ich habe Kleidungsstücke angefasst, habe irgendwie diese Haptik in meinem Leben gehabt und mochte das total gerne zu gucken, wie sind Farben, wie schillert das, wie funktioniert ein Reißverschluss, Druckknöpfe auf, zu, auf, zu. Wir haben Wollpullis aufgeribbelt und mit mehrfarbige, ne? Da gab es Farbwechsel und da musstest du einzelne Wollknäuel machen, weil meine Mama ist auch ein bisschen spleenig, genau wie ich, also ich weiß auch, wo es herkommt. Und ich habe genau Stunden damit verbracht, Luftmaschenketten aus diesen aufgeribbelten Wollpullis zu machen. Und wenn die Wolle alle war, habe ich sie wieder aufgemacht, diese Luftmaschenkette, und habe es zusammengeknollt. Wir haben Reißverschlüsse rausgetrennt, wir haben Knöpfe abgetrennt, wir haben alles Mögliche aus diesen Dingen gemacht. Und ich glaube, dass meine Faszination für Textilien, für Kleidung, für das, was dahinter ist, das, wie es sich anfühlt, es zu berühren und da was reinzugeben. Und ne, dieser meditative Zustand, der ganz oft entsteht, wenn ich Hüte mache, der ist in diesem Raum begründet. Das ist der Ursprung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil es gab damals auch einen Grund, an die Modeschule zu gehen. Das kam nicht aus dem Nichts. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass dieser Raum nie fertig wurde. Dass wir diese Abstellkammer hatten, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe und wo das, was ich heute tue, seinen Ursprung findet.